Willkommen zurück, Freunde. Yes, schön, dass ihr da dabei seid. Düfte der Woche mal wieder am Start. Letzte Woche habe ich mal mit Düfte der Woche wieder angefangen, nach Jahren, muss man schon sagen. Und ich dachte, ich mache das diese Woche auch nochmal. Wie gesagt, es wird jetzt nicht jede Woche kommen, aber ich hatte mal Bock, jetzt auch wieder Sonntag, also jetzt Sonntag zu machen. Und ja, schöne Düfte dabei, die ich getragen habe die Woche. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen, oder was? Genau. So. Der erste ist der Roberto Ugolini 17 Rosso in der Special Edition. Ja, da habt ihr natürlich einen schönen Rosenduft, der durch seine Cremigkeit ja glänzt, Fruchtigkeit und ein extrem starker, potenter Duft ist, der einfach, ich würde nicht sagen, ja, vielleicht schon doch einmalig hervorsticht. Er ist einfach lecker, sehr lecker durch die Rose und diese Fruchtigkeit. Und Fruchtigkeit sagen ja viele, ja, dann kommen wir wieder zu Erba Pura oder wir kommen zu Kirke oder wie sie da alle heißen. Nein, also hier haben wir wirklich eine schöne Rose. Eine dunkle, schöne rote Rose und dann was Fruchtiges und was Holziges, was ich so rieche und was in dieser Special Edition einfach noch ist, dieses extrem cremige. Das ist bei Mazzocco in der Special Edition ja genauso. Sehr nice. Das mache ich an diesen Special Edition Teilen und Samtüberzug, das mag nicht jeder. Meine Frau kann das nicht anfassen. Ich finde es cool, sehr nice. Und auch hier gibt es nichts zu meckern, wenn man ein was schönes Rose, also was eine schöne Rose haben möchte, die dann eine schöne Fruchtigkeit hat und die auf jeden Fall auffällt und ihr bekommt Komplimente. Das ist der 17 Rosso in der Special Edition. Ja, so sieht es aus. Wenn man mal unterwegs ist, ich habe einfach Bock gehabt, den zu tragen. Ich war einkaufen. Selbst dann kann man den 17 Rosso. Viele denken einfach, Mario, trag den auch einfach, wenn so ein Anzug oder wenn man essen geht. Nein, selbst beim Einkaufen, es war gutes Wetter und ich hatte Bock, 17 Rosso zu tragen. Und dann könnte man das mal einfach auch mal ausprobieren. Funktioniert. So, der nächste ist ganz easy, cool beim Rausgehen und chillen, beim Sport machen, in Sportstudio, whatever, in Gym besser gesagt. Heute sagt man gar nicht mehr Sportstudio. Das ist ja eher das Ding da im Fernsehen. Und zwar Cool Water von Davidoff. Und das ist immer noch so geil. Ich sage euch, Freunde, das Eau de Toilette. Ach, herrlich. Es ist natürlich jetzt nicht mehr wirklich grün frisch, sondern synthetisch frisch. Das muss man leider bedenken, aber trotzdem ist es Cool Water und man riecht es sofort. Und selbst, ich sag nochmal die Geschichte, die habe ich letztens erzählt. Ich war auf Sylt in einem Steakhouse und da kam der Herrn und irgendeiner hat von denen auf jeden Fall Cool Water getragen und es geht immer noch. Geht damit aus, auch zum Essen gehen, auch gutes, wenn ihr gut essen geht, auch Cool Water kommt an. Das ist ein Klassiker, ein zeitloser Klassiker, der kühl, frisch ist und ja, ein bisschen würzig noch. Früher war er wirklich grünwürzig, mit Tabak übrigens drin, das wurde nicht angelegt, es soll angeblich immer noch Tabak drin sein. Minimal so ein bisschen, ne? Auf jeden Fall, der funktioniert und wenn ihr Bock habt auf Cool Water, also ganz ehrlich auch für die Jungen da draußen, nehmt mal Cool Water und sagt nicht, der ist langweilig. Ihr müsst ihn richtig, ihr müsst inhalieren, ihr müsst reinkommen ins Business und dann hier schön Cool Water. Ich sag euch, einer der schönsten aquatischen, frischen Düfte, die einfach zeitlos funktionieren. Ja. So, der nächste ist der Bois Imperial. Den habe ich auch getragen. Ihr merkt auch wieder, was frisch ist. Natürlich klar, bei den, wir gehen jetzt zum Sommer hin. Und hier haben wir einfach, das ist so wie, wenn ihr an einer Wäscherei vorbeigeht, da ist die Tür auf. Es ist einfach stickig, warm. Und das ist der Duft. Der ist für mich einer der Saubermann-Düfte überhaupt. Und das ist ein Nischenduft und den bekommt ihr tatsächlich manchmal für 80 Euro. Es ist günstig im Endeffekt, ne? Also ne, für einen Nischenduft, das sind 90 oder 100 ml und ihr bekommt wirklich da was von, weil der Duft hält locker 10 Stunden locker und hat eine Sillage, die immer bei euch ist. Die kann sogar manchmal penetrant wirken. Ja. Geiler Duft, muss man wirklich sagen. Und es gibt aber so einen Vergleich zu einem Duft und Ganymed. Wenn ihr hier dran riecht und dann an Ganymed, dann könnt ihr sagen, okay, ja, dann brauche ich ja beide nicht. Ja, ihr sprüht aber dann auf und dann habt ihr kein Ganymed. Ganymed ist Safran-Style. Safran, schwerer, also ein richtiger Weltraumduft, während das hier ein frischer Duft ist in der Wäscherei. Und ich finde da keine unbedingt, nur wenn ihr am Flakon, an Sprüher riecht, dann habt ihr sowas Ähnliches. Aber könnt ihr auch richtig schön mit ausgehen im Sommer,
geht ins Büro mit dem Duft. Funktioniert doch einfach easy, locker, so wie dieses Format hier. Ich könnte jetzt auch sagen, dass ich den zu Hause trage und dann Spiegeleier mache. Spiegeleier, ganz wichtig, solltet ihr immer im Tagesprogramm haben, Leute, ja, und so weiter. Soll einfach ein bisschen Unterhaltung hier sein. So, der nächste. Ich möchte zu diesem Duft mich ganz kurz halten, weil am Dienstag gleich vorweg wird ein Review zu diesem Duft kommen. Ich habe diesen Duft länger jetzt getestet und er wird auf jeden Fall dort ein Review bekommen. Und das ist der neue Parfüms de Marly Casley. Ja, Casley. Ein frischer, pfeffriger Duft, ne, der eine frische Ingwernote drin hat. Richtig gut, kann ich sagen. Hat aber am Anfang, wenn ihr das erstmal in riecht, einen anderen, wo ihr sagt, musste der jetzt sein. Aber dann. Und das werde ich euch am Dienstag erzählen. Deswegen will ich jetzt hier nicht so viel reinmachen. Ich kann nur sagen, fürs Büro und für den Alltag und überhaupt in der ganzen Reihe mit den Z-Lay und den Green-Lay kommt jetzt der Casley, die Lay-Brüder, finde ich den wirklich gelungen. Dazu aber wirklich ein ausführliches Review am Dienstag, Freunde. Ja, so, und zum guten Schluss kommt Viride von Ordo Parisi, der grüne Duft, das heißt grün. Und ja, wie soll man diesen Duft eigentlich immer, also bei Ordo Parisi ja immer sehr schwer, und Viride ist natürlich Moschus, es ist grün, es ist präsent, da ist irgendwas drin. Die Inhaltsstoffe sind ja immer nicht so wirklich bekannt gegeben. Es ist Moschus natürlich, ich finde, alle haben die allgemeinen Moschus manchmal drin. Dann ist es grün, ja, richtig schön grün, holzig, erdig, nicht muffig. Aber dann ist da ein Inhaltsstoff drin, den kann ich leider nicht sagen, was das ist. Der kann einen auf den Sack gehen oder nicht. Und man kann vielleicht an ganz komischen Tagen, kann euch vielleicht auch ein bisschen komisch dann werden, warum auch immer. Aber das ist typisch Ordo Parisi. Und dann gibt es Tage, wo ihr sagt, das ist ja absolut geil. Haltbarkeit natürlich wieder gut. Und also nicht der Flakon sieht nur grün aus, das ist wirklich ein grüner Duft. Vielleicht einer der grünste von Ordo Parisi. Aber der reiht sich natürlich in diese Special Edition Düfte von Ordo Parisi rein. Ob das jetzt nun Bergamasque ist, ob das Mega Mare ist, ob das Seminal oder wieder heiß ist. Ich habe ja einige und ich finde die absolut nice. Und die haben was. Auch wenn der Duft wirklich, da muss man, wie gesagt, das kann mal Tage geben, da könnt ihr den nicht ab. Und dann gibt es Tage, da findet ihr den geil. Sehr speziell, aber das ist eben Ordo Parisi. Ja, das sind meine Düfte gewesen. Schreibt mal, was habt ihr so getragen? Und wie gesagt, der Casley wird am Dienstag ein schönes Review bekommen, weil dann habe ich ihn noch mal ein bisschen mehr getragen. Jetzt ist Sonntag und wie gesagt, Dienstag kommt das und dann, ja, so schaut es aus. Und gleich vorweg, ich werde auf meinem zweiten Kanal, ich vergesse das immer, ja, ich weiß, ihr sagt immer, da wird demnächst auch mal wieder was kommen. Da werde ich dann meine, sag ich mal, Frühstücksroutine euch mal ein bisschen so erzählen. So, das ist ganz wichtig. Vielleicht auch mal, schaut da mal vorbei. Das wird wahrscheinlich, mein Plan ist es, morgen, Montag, auf meinem zweiten Kanal unten in der Videobeschreibung verlinkt, wird meine Frühstücksroutine, eine gesunde Frühstücksroutine, die für manche sehr wichtig sein kann. Wirklich, ist wirklich so. Also schaut mal vorbei. Also Grüße gehen raus an meine Mitglieder und dann würde ich mal sagen, kommt gut in die nächste Woche und schaut morgen, ich hoffe, ihr werdet das schaffen. Ne? Schaut da rein und dann sehen wir uns bald wieder.